der Matthias. Mein Bezug zu Krebs ist, dass meine älteste Schwester Katharina, als ich 26 war, an Hautkrebs erkrankt ist und leider auch daran verstorben ist, ein halbes Jahr nach der Diagnose. Selbst wenn ich jetzt meine Familiengeschichte in den letzten 12 Jahren reflektiere, es ist ja leider nicht bei dem einen geblieben. Es ist die eine Schwägerin meiner Mutter, also meine Tante, ist an einem Gehirntumor gestorben. Ihre Tochter hat Darmkrebs und hat gerade die Rückoperation sehr gut überstanden. Ein Onkel von mir hat seit einem guten Jahr Magenkrebs, ist Gott sei Dank am guten Weg. Also es vergeht kein Tag eigentlich, wo man nicht irgendetwas sieht oder hört. Krebs, leider, ist etwas, was entsteht, ohne dass du in der Regel auch nur irgendwas dafür getan hast. Und damit ist es halt meistens an jedem sehr nah. Ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die ehrlich sagen können, sie sind noch nie mit Krebs unmittelbar in Kontakt getreten. Ich versuche zumindest für meinen Teil, das, was ich mache, bewusster zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin in vielen Sachen sicher härter geworden. Härter jetzt nicht im Umgang mit anderen Menschen, sondern in manchen Sachen härter zu mir selber zu sagen, ich mache das nicht. Und das dritte ist, man kann manches beeinflussen, vieles aber nicht. Ich versuche bewusst zu leben, ich versuche gesund zu leben, aber ganz ehrlich, an dem Schnitzel werde ich jetzt, wenn eher, ersticken, als jetzt aufgrund einer anderen Diagnose dran sterben. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt zu sagen, ich möchte mein Leben, so wie ich es für mich richtig erachte, genießen können. Und ob das jetzt immer gesund ist oder nicht, sage ich ganz ehrlich, ist mir egal. Diese Idee jetzt, damals dann von der Yvonne eigentlich zu sagen, okay gut, was hältst du davon, warum machen wir nicht irgendwas? Wir können so viel auf der einen Seite, aber irgendwie passiert überhaupt nichts. Und Krebs ist ein Thema, wie, ja, das hat vor 12, 13 Jahren keiner drüber laut geredet, geschweige denn das sich getraut einzugestehen. Und so ist das damals für mich Therapieprojekt Dance Against Cancer entstanden. Für mich war es anfänglich, ehrlich gesagt, meine persönliche Aufarbeitung, zu sagen, okay, gut, man stürzt sich in eine Art neue Arbeit, versucht für sich eine Möglichkeit zu finden, Schmerz, Trauer, solche Sachen zu kompensieren, aufzuarbeiten. Das ist es aber mittlerweile nicht mehr, weil wir einfach über die Jahrzehnte mittlerweile wahnsinnig viele Leute kennengelernt haben, die das Thema betrifft. Ich mag das Wort betroffen nicht, sondern die mit dem Thema konfrontiert sind. Es ist oft wirklich lustig und gerade mit Menschen, die selber Krebs haben, ist es oft am lustigsten, weil wenn man sagt, wir haben einen ähnlichen schwarzen Humor, werte ich das als äußerst positiv, weil Humor ist etwas extrem Wichtiges. Wenn ich keinen Humor habe, wenn ich keine Möglichkeit mehr sehe zu lachen, dann ist es ganz schwierig. Meine Schwester hat mir so ein paar Watschen indirekt, unbewusst, teilweise so am Telefon verpasst, für die ich ja heute noch sehr dankbar bin. Also ein Satz, den kann man auch gerne erwähnen, war so ein Telefonat im Jänner in der Ballsaison und sie so, ja, ich bin müde, erzähl mir was. Und ich habe halt erzählt, Ballsaison und Proben und das und das und das und das und das und das und das. Und dann war so kurz Funkstille. Und das war einer der Sätze, die mich heute noch begleiten und mich oft wieder auf den Boden zurückhalten, wo sie einfach beinhart trocken gesagt hat, und wann lebst du? Aber da greift jetzt dann schon auch die Lebenserfahrung, dass ich halt merke, so, ich muss jetzt wieder runter.
Und das ist dann oft so der Punkt, wo ich selber merke, jetzt werde ich brutal mir gegenüber. Wo man mit Einladungen, was auch immer daherkommen kann oder auch mit Projekten und ich sage einfach nur beinhart, nein. Das erste Mal generell die Tatsache. Meine Eltern haben mir das im späten Oktober 2004 gesagt, dass das bei der Katharina wieder ausgebrochen ist. Damit verbunden, nebst dieses Erfahrens, dass das überhaupt jetzt Teil unseres Lebens ist, war für mich zuzulassen, darüber zu reden. Ausgewählt, aber doch. Und da war mein kleiner, feiner Freundeskreis ausschlaggebend. Und wenn ich etwas in der Zeit gelernt habe, wirklich bewusst, es gibt kein, ich erzähle das vielleicht lieber doch erst morgen. Nein, wenn es in der Sekunde notwendig ist, tu es gleich. Und das Dritte im Endeffekt ist immer die Geschichte danach. Ob das jetzt nach einer eigenen, es ist gut ausgegangen oder ob es bei jemandem anderen gut oder schlecht ausgegangen ist, es gibt immer ein Danach. Und das darf ich aber nicht ins Nichts schieben. Und das muss aus meiner Sicht relativ bald mitkommen und das muss man trauen, auch auszusprechen. Weil sonst trifft dich in der Sekunde, wenn es dann schlecht ausgeht zum Beispiel, dann bricht wirklich alles zusammen. Es ist die heutige Zeit leider aus meiner Sicht so eine extrem Schwarz-Weiß-Malereien geworden. Wir haben so viel an Möglichkeiten, dass anscheinend wirklich viele davon fast vielleicht überrollt werden, ich weiß es nicht, aber ein bisschen an Gelassenheit gepaart mit etwas mehr Lebensfreude würde vielen, glaube ich, ganz gut tun. Ich koche wirklich gern, das ist für mich so mein Ritual ein bisschen jeden Tag zu Mittag. Wo ich auch extrem gut abschalten kann, sind generell solche Sachen, wo man irgendetwas macht, sei es Wirbel, ich spiele Klavier, leider viel zu selten. Mein Traumdomizil ist hoher Berg auf Insel. Also man sieht in alle Richtungen, man hat das Meer, man hat die Weite, man hat Raum. Ich bin jemand, der Raum braucht. Das sind so meine Rückzugspunkte und meine Rückzugsmöglichkeiten. Ad 1. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt in meinem Leben. Das ist einfach nicht wegzunehmen. Und allein, wenn ich bedenke, wie der Paul und ich 10 Tage bei der Kelly LeBrock in Kalifornien auf der Range waren, weil sie uns nach ihrem MyWeight Award eingeladen hat, das war so eine außergewöhnliche Zeit. Wir haben viel bewegt bis jetzt, so ein bisschen Boden gemacht. Was mich oft selber bescheiden macht, ist, wenn Leute sagen, das gibt es wegen euch oder ihr habt uns das ermöglicht, sage ich immer, nein, das ist nur Mittel zum Zweck. Es hat sich schon da oben ja was überlegt.